Hallo, heute möchten wir euch mitnehmen auf den Alaska Highway. Nach einem Waldbrandalarm auf unserem Handy durchfuhren wir 800 Kilometer Rauch, bevor wir im Paradies Liard Hot Springs ankamen. Anschließend führte uns die Alaska Highway Safari vorbei an Bären, Bisons und Elchen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch alles Gute. Hinten war am Ausgang des Jasper-Nationalparks eine Versorgungsstadt. So ein leeres Einkaufszentrum habe ich noch nie gesehen. Es waren unfassbare Temperaturen vorhergesagt. Noch war der Himmel blau, doch der Fluss hieß schon Smoky River. Hier noch ein großer holzverarbeitender Betrieb. Und nach Übernachtung in Grand Cache erreichte uns in Grand Prairie dieser Waldbrandalarm. Bei Eis und Internet bei McDonald's kam noch ein Herr, der gerade aus Dawson Creek gekommen war und uns bestätigte, dass die Straße befahrbar sei. In Dawson Creek sei blauer Himmel gewesen. Klaus gab also alles und wir fuhren noch dorthin. In Dawson Creek war abends noch blauer Himmel. Das änderte sich mit weiteren Bränden im Osten und Westwind in der Nacht. In Dawson Creek beginnt im Übrigen der Alaska Highway, doch das war für uns in dieser Situation reine Nebensache. Klaus fuhr die für unser Unimog unglaubliche Strecke von 453 Kilometern von Dawson Creek nach Fort Nelson an einem Tag, um möglichst weit aus dem Waldbrandrauchgebiet herauszukommen. An einer Tankstelle in Fort Nelson trafen wir jemanden, der aus Norden gekommen war. Er sagte, fahrt ein paar Stunden nach Norden, dann ist der Himmel blau. Zwischendurch hatten wir im Baustellenbereich Gravel Roads. Am Summit Lake auf 1400 Meter Höhe war die Luft besser.
In solchen Hallen entlang des gesamten Alaska Highways lagerte Winterdienstmaterial. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Der Mucho Lake war schon toll, nur die Luft noch rauchig. Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? Hier sieht man, dass die Luft noch immer rauchig war und es wurde vor wild lebenden Bisons gewarnt. Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Und hier war dann auch ein Bison in den Büschen. Liard River Hot Springs, ein Ort, den mir eine Dame im Dinosaurier Provincial Park unbedingt empfohlen hatte. Herzlichen Dank. Am zweiten Tag in Liard River Hot Springs drehte der Wind und die Luft war endlich wieder klar zum Atmen. Wir kamen im Paradies zur Ruhe und genossen Klaus' Geburtstag. Jetzt kommt so ein Schatten rein. Wegen der warmen Quellen wuchsen hier tropische Pflanzen.
Die Mineralien aus dem Wasser machen das Pflanzenwachstum hier im Tuffstein möglich. Und erkennt ihr bereits, wer da hinten noch die mineralhaltigen Pflanzen kostet? Ja, ein Mus. Elk nennen die Kanadier ein Wapiti. Der Elch stand hier in dem unglaublich klaren Wasser mit den kleinen Fischen und dem Schwefelgeruch. 3 Nächte verbrachten wir über Klaus' Geburtstag im Paradies. Das Grillen auf offenem Feuer war natürlich jetzt verboten. Der Elektrozaun schützte uns innerhalb des Camps vor Bären. Am 3. Abend machten wir uns zu Fuß auf den Alaska Highway. Es war bis 23 Uhr hell. Und tatsächlich schaute noch eine Elchdame vorbei. Na, hab ich das gut gemacht? Mit solch einem Cataract war die Zufahrt zum Camp gesichert. Für Fußgänger gab es ein separates Tor. Der morgendliche Besucherstrom war groß. Und wen sahen wir bei der Abfahrt vor dem Tor? Und wir freuten uns über jeden Regentropfen. Und die Alaska Highway Safari ging weiter.
Auch die grandiose Landschaft setzte sich fort. Und wieder grandiose Landschaft. Drei Tage später hörten wir an dieser Tankstelle vor Watson Lake, dass der Ort Pink Mountain, den wir zwischen Fort St. John und Fort Nelson durchfahren hatten, evakuiert worden sei wegen Waldbränden. So, das war's für diesmal. Beim nächsten Mal möchten wir euch mitnehmen ins Yukon und schauen wir mal, was uns dort erwartet. Bis dahin alles Gute!